Project Zomboid ist wahrscheinlich das konsequenteste, aber auf jeden Fall ist es eines der besten Zombie-Survival-Spiele, die es aktuell gibt. Und es ist selbst ein Survivor, denn die Early Access-Version gibt es bereits seit 2013 auf Steam und schon 2011 konnte man eine erste Alpha-Version ausprobieren. Seitdem ist das Spiel natürlich gewachsen und wurde um neue Inhalte und Funktionen erweitert und auch grafisch überarbeitet, auch wenn das auf den ersten Blick vielleicht nicht so aussieht. Über die Jahre hat Project Zomboid jede Menge Steam-Reviews angesammelt und die allermeisten geben einen Daumen nach oben. 94% der fast 280.000 Bewertungen sind positiv. Und das, obwohl die Entwicklung oft nur sehr langsam vorangeht und das Spiel seine Fans mit knallharten Gameplay-Mechaniken gerne mal ganz schön triezt und piesackt. Doch genau das macht auch die besondere Faszination von Project Zomboid aus. Gerade in den letzten Jahren sind dementsprechend auch die Spielerzahlen recht zuverlässig gewachsen. 2021 gab es sogar einen richtigen Sprung hoch auf rund 65.000 gleichzeitig aktive User im Spiel. Wie es dazu kam, erklären wir später. Jetzt schauen wir uns Project Zomboid erstmal etwas genauer an und nehmen euch mit auf eine Survival-Tour, die zuverlässig mit dem Tod eurer Spielfigur endet. Project Zomboid leitet euer Abenteuer sogar prophetisch mit dem Satz „So bist du gestorben" ein. Aber keine Sorge, so unausweichlich dieses Schicksal auch ist, so erinnerungswürdig sind auch die vielen einzigartigen Erlebnisse, die ihr bis dahin macht. Wenn wir das Spiel starten, wird schnell klar, der Realismus ist in Project Zomboid mehr als ein Gimmick. Eigentlich dreht sich fast alles darum, was uns in einer Zombie-Apokalypse tatsächlich blühen würde. Project Zomboid führt uns dazu in das Knox Country, das der realen Region rund um die bekannte Militärbasis Fort Knox und der Stadt Louisville im US-Bundesstaat Kentucky nachempfunden wurde. Das ist übrigens eine ziemlich gigantische Spielwelt, die wir da zu Fuß oder mit dem Auto erkunden und mit Mods sogar noch erweitern können. Hier in Knox Country hat ein Zombie-Virus fast alle Menschen in Untote verwandelt. Als Konsequenz hat die Regierung das Gebiet unter Quarantäne gestellt, unsere arme Spielfigur ist hier also gefangen. Je nach gewähltem Szenario beginnen wir auf Wunsch direkt nach Ausbruch der Seuche, als Strom- und Wasserversorgung noch nicht zusammengebrochen sind, dann können wir sogar noch Fernseh schauen oder aus dem Wasserhahn trinken. In anderen Szenarien erleben wir einen überraschenden Wintereinbruch, kämpfen im Nebel mit schlechter Sicht oder müssen in einer einsamen Hütte überleben, während von allen Seiten die Untoten herannahen. Doch selbst wenn wir relativ sicher in den eigenen vier Wänden starten, geht's schnell ums nackte Überleben. Am besten meiden wir die Zombies so gut es geht. Wir schleichen durch die Nachbarschaft und versuchen erstmal allem habhaft zu werden, was uns beim Überleben nützt. Wir sammeln also Werkzeuge und Nahrung, bauen Möbel auseinander und recyceln die Ressourcen zum Verrammeln unserer Fenster. So sichern wir unser Grundstück oder ziehen anderswo eine kleine Basis hoch. Hier können wir uns dann auch als Landwirt gegen den drohenden Hunger stemmen. Sobald wir den passenden Zündschlüssel für ein Auto finden oder verstehen, welche Skills wir für das Kurzschließen brauchen, können wir auch einigermaßen sicher größere Strecken zurücklegen, zum Beispiel zum Gefängnis oder zur Polizeistation, wo es vielleicht noch Schusswaffen gibt. Aber Vorsicht, Autos machen ziemlichen Krach und das lockt natürlich Untote an. Project Zomboid simuliert dabei viele Details. Gelegentlich aktivierte Alarmanlagen wecken jeden Zombie im Umkreis, Autoteile können kaputt gehen, unsere Spielfigur kann krank werden und sich verletzen, wir müssen Gardinen in grobe Bandagen zerreißen und damit die Wunden behandeln oder womöglich Tabletten schlucken. Dicke Kleidung schützt zumindest ein bisschen vor den Bissen der Untoten, die uns sonst infizieren und selbst in Zombies verwandeln. Blut bleibt derweil an Wänden und Möbeln kleben und wir müssen einen Wischmopp und Bleiche schwingen, wenn wir die Flecken loswerden wollen. Schließlich mögen wir nahrhafte Speisen aus unterschiedlichsten Zutaten nicht in so einer ekligen Umgebung kochen. Auch die Psyche unserer Spielfigur kann leiden. Unser Charakter, den wir übrigens mit Vor- und Nachteilen selbst erstellen oder aus einer Reihe von vorgegebenen Berufen wählen dürfen, kann sich langweilen, depressiv werden, Angst bekommen oder sogar in Panik geraten, wenn die Zombies zu nahe kommen. Gegen die Langeweile lesen wir Zeitschriften oder schauen Videos, um uns abzulenken. Lesen wir Sachbücher, lernen wir sogar neue Fähigkeiten.
Außerdem machen wir Sport, damit wir den Schlurfern besser entkommen. Und nicht vergessen, auf die Gesundheit achten, also Bandagen immer gleich um blutende Wunden wickeln, wenn man zum Beispiel mal wieder durch so ein verfluchtes Fenster kriecht, das man vorher eingeschlagen hat und an dem jetzt noch jede Menge Glassplitter hingen. Also irgendwie müssen wir an alles denken und jeder Fehler kann uns den Spieldurchlauf kosten. In Project Zomboid steckt also auch ein Rollenspiel drin, ein ziemlich komplexes noch dazu. Vorgegebene Aufgaben, abseits vom nackten Überleben, gibt es dabei allerdings nicht. Ähnlich wie in DayZ und Co. müssen wir uns unsere Ziele selbst setzen, zum Beispiel wie hier so eine komplett abgesicherte Basis zu bauen. Bis man allerdings so weit kommt, müssen Anfänger erstmal mit jeder Menge Bildschirmtoden rechnen. Mehrere Speicherstände gibt es dabei übrigens nicht. Ihr könnt zwar euer aktuelles Spiel pausieren, aber wenn euch die Untoten doch mal erwischen, könnt ihr nicht einfach auf einen vorherigen Spielstand zurückwechseln. Und sie werden euch erwischen, denn die Zombies sind hier eine echte Gefahr. Sie reagieren auf Geräusche, schlagen Türen ein und lassen nicht so schnell locker. Gerade anfangs können wir sie auch nicht so einfach besiegen, weil notdürftige Waffen schnell kaputt gehen und wer doch mal eine Pistole und ein bisschen Munition findet, lockt mit den Schüssen meist nur noch mehr Ärger an. Manchmal trifft man sogar auf ganze Horden von Zombies. Apropos Horden, wir müssen nicht allein durch die düstere Endzeit schreiten, sondern können uns im Splitscreen-Koop zu zweit oder auf Multiplayer-Servern mit Gleichgesinnten zusammentun. Von Haus aus unterstützt Project Zomboid dabei 32 Spieler, die Zahl lässt sich aber, die richtige Server-Hardware vorausgesetzt, theoretisch auch noch höher treiben. Und in so einer Multiplayer-Partie kommt dann natürlich noch die schwer berechenbare soziale Komponente hinzu. Denn nicht alle Mitspieler haben Kooperation im Sinn, manche wollen auch einfach nur unseren Kram klauen oder andere unerfreuliche Sachen anstellen. Aktuell könnt ihr Project Zomboid in der normalen Version 42 spielen oder über den Beta-Branch eine noch nicht fertige Fassung mit weiteren Funktionen ausprobieren. Derzeit ist das die Version 42.7.0. Die fügt unter anderem selbstherstellbare Kleidungsstücke und Überlebensutensilien wie Lampen hinzu, nebst Dutzenden Detailverbesserungen und Balanceanpassungen. Generell widmet sich das Entwicklerstudio The Indie Stone derzeit verstärkt dem Crafting, damit wir in der Apokalypse auch Monate oder vielleicht Jahre nach dem Ende der Zivilisation noch zurechtkommen. Da spielt selbstgemachte Kleidung, Schutzausrüstung wie Schulterschoner und dergleichen halt eine wichtige Rolle. Inzwischen könnt ihr euch Crafting-Rezepte sogar durchs Reverse Engineering aneignen, indem ihr einen gefundenen Gegenstand also erforscht und dadurch dessen Herstellung lernt. Rückblickend war aber vor allem die Version 41 ein wichtiger Wendepunkt für Project Zomboid. Die kam Ende 2021 raus und sorgte für einen regelrechten Spieleransturm. Seitdem hat Project Zomboid jeden Tag tausende gleichzeitig aktiver Nutzer. Das große Update brachte damals unter anderem neue Animationen und eine Generalüberholung für fast alle Spielsysteme. Die wichtigste Neuerung war aber der verbesserte Multiplayer, der endlich flüssiges Gameplay auf Servern ermöglichte und viele neue Kunden anlockte. Allerdings lief es nicht immer so gut für die Entwickler. Noch vor dem Early Access Start wurden 2011 die einzigen beiden Laptops mit aktuellen Builds des Spiels geklaut. Alle anderen Versionen waren deutlich älter. Da ging also viel Arbeit verloren. Ein Teil des Teams hatte daraufhin den Mut verloren und die Zukunft des Spiels war zeitweise ungewiss. Über 10 Jahre später läuft die Entwicklung von Project Zomboid aber ziemlich kontinuierlich, wenn auch allgemein eher langsam. Dem Erfolg des Spiels hat das aber bislang nicht geschadet. Das liegt aber nicht nur am Multiplayer, sondern vor allem am besonderen Ansatz von Project Zomboid. Das kleine Entwicklerteam mit Sitz in Großbritannien und Kanada orientiert sich nämlich vor allem an älteren Zombie-Filmen und darin ging es meist nicht nur um den Kampf gegen die Untoten, sondern vor allem auch um die Auswirkungen der Endzeit auf die Überlebenden. Das Ende der Welt kann nämlich ganz schön aufs Gemüt schlagen. Ein Kreuzworträtsel, ein spannendes Buch oder eine Shoppingtour durch die örtliche Videothek können da helfen, die Stimmung wieder ein bisschen zu heben. Und deshalb schauen wir halt auch manchmal einen Film. Da das, ganz wirklichkeitsnah, natürlich eine Weile dauert, können wir zum Glück im Singleplayer jederzeit die Zeit schneller vorlaufen lassen. Hier im Multiplayer hingegen müssen wir halt einfach abwarten und Däumchen drehen. Manchmal wirkt Project Zomboid dann auch einfach ein bisschen wie eine Zombie-Version von Die Sims. Liegt natürlich auch an der ISO-Perspektive und an der Grafik, die ein bisschen an Die Sims 2 erinnert. Und genau wie bei Die Sims sollten wir auch hier unsere Spielfigur körperlich fit halten, allein schon damit wir im Kampf härter zuschlagen oder auf der Flucht länger wegrennen können.
Oder wir studieren halt doch ein Lehrbuch über Gartenbau. Aber egal wie viel wir lernen und wie durchtrainiert wir sind, schon ein einziger Zombiebiss oder ein Kratzer kann ausreichen und unsere Spielfigur ist unweigerlich dem Untergang geweiht. Sobald wir infiziert sind, ist es nur noch eine Frage der Zeit, bevor wir uns selbst in einen Zombie verwandeln. Damit das nicht zu schnell passiert und wir möglichst unentdeckt bleiben, müssen wir uns vor allem leise verhalten. Deshalb seht ihr uns hier auch nur selten rennen. Lieber gehen wir leise oder schleichen sogar, um unnötige Aufmerksamkeit zu vermeiden. Richtig laut sind natürlich Autos, aber wenigstens können wir damit schnell wegfahren, solange noch Benzin im Tank ist. Allerdings ist auch das System für die Instandhaltung der Wagen durchaus komplex. Wir skillen sogar unseren Charakter auf Kfz-Mechaniker, um die Maschinen in Schuss zu halten. Sprich, wir müssen alle möglichen Überlebensfähigkeiten erst beherrschen bzw. mühsam lernen, bevor wir sie effektiv nutzen können. Ähnliches gilt für den Basenbau, für die Natursuche, für den Umgang mit Elektronik und so weiter. Was wir nicht gelernt haben, können wir halt nicht besonders gut, wie im echten Leben. Dann gehen uns zum Beispiel die Möbel ungünstig kaputt, die wir eigentlich für ihre Bauteile sorgsam auseinandernehmen wollten. Aber zumindest lernen wir auch durch Scheitern dazu und werden langsam besser in dem, was wir da tun. So zerlegen wir anfangs, vorausgesetzt wir haben das nötige Werkzeug, Dutzende Möbel erst zu Schrott, bevor wir zum richtigen Heimwerker mutieren. Rollenspielentwicklung durch Ausführen von Tätigkeiten, also ähnlich wie in Skyrim oder dem Survival-Kollegen Valheim, werden wir immer besser in dem, was wir häufig machen. Das sorgt auch in Project Zomboid für eine extra Portion Spieltiefe und Verbundenheit mit unserem Charakter. Und wir zappeln dementsprechend nervös, wenn wir plötzlich von einer Horde umzingelt werden. Schließlich haben wir unsere Figur ja mühsam hochgearbeitet. Und genauso wie unser Spielcharakter sich während eines Durchlaufs weiterentwickelt, verändert sich auch die Spielwelt. Das Offensichtlichste sind die Jahreszeiten, die unterschiedliche Herausforderungen bringen. Zum Beispiel kommen wir im Winter nur schwer an Nahrung aus der Natur. Im vereisten Boden ist halt schlecht buddeln. Im Standardszenario bricht, wie gesagt, nach ein paar Wochen die Strom- und Wasserversorgung zusammen. Spätestens dann sollten wir auch einen Generator haben und andere Wege zur Trinkwasserversorgung, als nur uns auf den Wasserhahn zu verlassen. Überleben wir noch länger, können wir beobachten, wie die Natur die Welt zurückerobert. Pflanzen wuchern über Häuserfassaden und brechen durch den Asphalt. Das sorgt, trotz der eher rudimentären Grafik, durchaus für Atmosphäre. Es gibt halt fast kein anderes Spiel, das eine Zombie-Apokalypse realistischer simuliert als Project Zomboid. Fast ein bisschen wie Dwarf Fortress mit Zombies und unzähligen Spielsystemen, die ineinander greifen und damit eine dynamische, unberechenbare Sandbox erzeugen. Und zwar eine knallharte. Wobei, so ganz in Stein gemeißelt ist das nicht. Keine Sorge, ihr müsst nicht mit allen harten Regeln leben, die sich die Entwickler ausgedacht haben. Wenn wir ein neues Spiel starten, können wir die Zombie-Apokalypse auf Wunsch bis ins Detail selbst konfigurieren. Dann bestimmen wir, wie häufig Häuser Alarmanlagen haben, wie viele Schusswaffen in der Welt herumliegen, wie leicht wir uns verletzen können, wie schnell und stark die Zombies sind. Sogar die Autos lassen sich vereinfachen, so dass wir zum Fahren nicht mal mehr einen Schlüssel brauchen. Trotz seiner Härte ist Project Zomboid also haarklein konfigurierbar und damit auch Zombie-Fans zugänglich, denen das Originalrezept vielleicht zu anstrengend ist. Oder auf der anderen Seite, wenn ihr richtig beinharte Veteranen seid, könnt ihr Project Zomboid auch noch gnadenloser einstellen, als es ohnehin schon ist. Dann fallen halt Wasser- und Stromversorgung sofort aus und nicht erst innerhalb der ersten Wochen. Lebensmittel verderben schneller und die nächtliche Dunkelheit ist ohne Lichtquelle mal so richtig stockfinster. In jedem Fall ist Project Zomboid ein Spiel, in dem Geduld eine Tugend ist. Das gilt auch fürs Warten auf Version 1.0. Nach der erfolgreichen Implementierung von Fahrzeugen und einer Komplettüberarbeitung der Animationen und des Multiplayers verbleiben nämlich durchaus noch ein paar Baustellen, bevor das Spiel wirklich als richtig fertig gelten soll. Die Benutzeroberfläche bietet beispielsweise seit Jahren Anlass für Kritik aus der Community und soll komplett überarbeitet werden. Ihr seht ja die verschachtelte Menüführung, sehr klicklastig und in Drucksituationen oft eine Fehlerquelle. Hier soll uns in Zukunft ein ergonomischeres UI das Leben erleichtern. Auch die ohnehin schon sehr umfangreiche Spielwelt soll nochmal um neue Gebiete erweitert werden, beispielsweise um eine Militärbasis. Und nicht zuletzt fehlt auch immer noch das wohl am meisten ersehnte Feature, nämlich die richtigen NPCs. Bislang kämpfen wir abseits vom Koop oder Multiplayer nämlich tatsächlich allein, also
vorausgesetzt wir haben keine Lust auf die zahlreichen NPC-Mods, die es tatsächlich schon gibt. Aber das ungemoddete Spiel liefert in diese Richtung noch nichts mit. Computergesteuerte Überlebende sollen aber künftig eigene Geschichten mitbringen und, ähnlich wie in Dwarf Fortress, richtige Familienbeziehungen haben und sogar Emotionen zeigen, wenn im Spiel etwas mit ihren Liebsten geschieht. Offensichtlich wollen die Entwickler auch hier wenige Kompromisse in puncto Spieltiefe und Realismus eingehen. Stellt euch also schon mal auf jede Menge tragische Schicksale ein. Am 20. Mai kam mit dem Update 42.8.1 der neueste, frühe Unstable Release heraus. Hier geht es vor allem um die neue Ragdoll-Physik für Zombies. Wenn man die entsprechende Beta-Version auf Steam aktiviert, kann man die Untoten jetzt durch die Gegend schleudern. Also zumindest wenn man sie mit einem Auto anfährt oder mit Schusswaffen unter Feuer nimmt. Beim Nahkampf dagegen sind die neuen Ragdoll-Funktionen noch nicht drin. Wer so eine Unstable-Version installiert, sollte vorher übrigens unbedingt die eigenen Speicherdaten sichern. Eine Deadline für die fehlenden Features oder sogar den 1.0 Release gibt es aber noch nicht. Bis zur Version 1.0 wird es wahrscheinlich noch Jahre dauern. Dann soll Project Zomboid übrigens auch etwas teurer werden. Aktuell kostet das Spiel 20 €. Doch selbst wenn es mit Version 1.0 ein paar Euro mehr werden, wir sind uns sicher, das Spiel ist jeden Cent wert. Auch jetzt schon.